Genau heute feiert mein Club, der Segelclub Männedorf, sein 50-jähriges Jubiläum. Ein Riesenfest bei sonnigen 31 Grad. Davon kann ich hier nur träumen. Zur Feier des Tages trage ich den ganzen Tag das Jubiläums-T-Shirt. Obwohl es heute unter dem Vlies nicht so recht zur Geltung kommt. Liebe Seglerinnen und Segler des SCMD, ich bin in Gedanken bei euch. Mich zieht es heute nach Bägel. Das ist nicht so weit, aber auf den Nachmittag wird wieder Regen erwartet. Durch Regensegeln kenne ich. Das muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Heute verlassen einige Boote fast gleichzeitig den Yachthafen und es herrscht beinahe so etwas wie Verkehr. Nicht ganz so. Oder so, was man nur an Regatten mit vielen Booten hat. Das Wetter bietet heute wieder alles. Vom lockeren Segeln über Flaute bis hin zu Wind und Welle. Im kleinen Hafen von Bägel finde ich auch wieder einen Platz neben einem tatsächlich noch kleineren Boot. Ich komme mir fast schon groß vor. Dann gibt es erstmal einen Apro, bevor ich mich auf einen kleinen verregneten Inselausflug mache. Es regnet dann die ganze Nacht, aber das Boot ist dicht und ich schlafe wunderbar. Noch ist das ersehnte Südseewetter nicht da. Aber wie sagt eine Segelkollegin von mir doch so schön: Lieber Regen und dafür guter Wind, als Sonne und Flaute. Am nächsten Tag zieht es mich weiter südwärts. Was es mit dieser komischen Kurskorrektur auf sich hat, erfahrt ihr demnächst.
wenn ich unter Motor in einen mir unbekannten Hafen einlaufe und die Segel bereits geborgen habe. Dann können die Anlegehelfer am Steg schwer erkennen, woher ich komme. Und auf den ersten Blick sieht meine kleine Flagge am Heck dem Danneborg zum Verwechseln ähnlich. So werde ich oft dänisch angesprochen. Nach einem kurzen Hi ist dann bei mir aber schnell Schluss und ich mache auf Englisch weiter. Worauf sich die Dänen dann entschuldigen und auch auf Englisch umschalten, was wirklich alle sehr gut sprechen. Ich bin dann immer etwas stolz, dass ich offenbar als echter dänischer Seebär durchgehe. Vielleicht werden Sie auch von meinem exzellenten Bootshandling oder dem perfekten Anlegemanöver in die Irre geführt. Ganz nach dem Motto, da klappt alles, das muss ein Däne sein. Nein, ehrlich, mit einem 6 Meter langen, 600 Kilo Boot ist es auch nicht so schwierig, gut anzulegen. Obwohl ich mich mächtig ins Zeug lege, werde ich von einer Fähre rechts überholt. Darf sie das? Gegen Ende meiner Tagesetappe muss ich noch etwas aufkreuzen. Ich will schon in den Hafen von Mommark einlaufen, als mir ein deutscher Segler mit einem Kleinkreuzer entgegenkommt und meint, der Hafen sei völlig überfüllt. Sie seien zu viert und ihr Plan B sei Finnshav, ob ich nicht mitkommen wolle. Die Kleinen müssten doch zusammenhalten. Also wieder Segel setzten und unter Gennaker ein Stück zurück nach Finnshav, dort finden wir tatsächlich alle noch einen Platz. Ich finde den Hafen ganz nett. So lerne ich dann Dietmar bei Wein und Udo bei Bier kennen. Die Jungs machen regelmäßig Ostseeturns mit ihren Kleinkreuzern. Wenn du wissen willst, was ich über Kirchenschiffe gelernt habe, wann ich denn endlich die Südsee erreiche, dann bleib dran an Speedy Gonseling.